Neue Woche, neues Vanlife-Glück. Wir sind unterwegs von Messinien nach Lakonien auf dem Peloponnes in Griechenland. Euch erwarten die schönsten Strände, super Stellplätze, beeindruckende Ruinen und erfrischende Wasserfälle. Wetter ist super und wir fahren jetzt zum Voidokilia, der vielleicht schönste Strand in Griechenland. Also, wir waren jetzt am Voidokilia Beach oder die Voidokilia Bucht. Anscheinend auch Ochsenbauchbucht oder Schweinebucht nennen es manche den Strand. Links und rechts sind so Felsformationen, also der weiße Sandstrand ist eingerahmt von Hügeln auf der linken und rechten Seite. Auf den Hügeln sind dann auch noch Ruinen. Richtig cool. Und eine Höhle. Und eine Höhle. Die sieht man auch vom Strand aus. Aber wir haben heute einfach mal einen richtig faulen Strandtag gemacht. Und das werden wir morgen machen, weil das Wetter schlägt um und dann haben wir morgen auch was zu tun. Genau, dann ist morgen Wandertag angesagt und ja, wir erkunden dann ein bisschen die Gegend hier. Genau. Hier an dem Stellplatz können wir leider nicht campen. Freistehen ist ja nicht erlaubt. Da Naturschutzgebiet und wir fahren jetzt nochmal woanders hin. 1, 2 Buchten weiter, da gibt es einen Stellplatz, da darf man stehen. Schaut auch ziemlich geil aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem wir gestern einen richtig faulen Strandtag gemacht haben, gehen wir heute auf die Ruinen. Links und rechts neben der Bucht sind nämlich auf den Hügeln anscheinend ganz coole Ruinen und eine Höhle und das schauen wir uns heute an. Genau, ein bisschen wandern. Okay, hier oben die Ruine ist ein echter Reinfall. Gibt es quasi fast gar nichts zu sehen, aber ihr seht schon, da drüben ist eine Höhle und da oben ist eine Burg. Das schaut deutlich geiler aus, da gehen wir jetzt rüber, aber das ist ein ganz schöner Marsch durch die ganze Bucht. Hier geht so ein Weg die Dünen hoch. Und gefühlt muss man jeden Schritt 3-mal gehen, weil man rutscht halt immer wieder runter. Im Sand, bergauf. Kann nicht mehr. Ja, wir sind gleich da. Ich weiß, das sage ich immer. Wir sind jetzt hier oben bei der Höhle, mega geil. Die Höhle ist bestimmt, schwer zu sagen, 20, 30 Meter hoch. Ganz oben in der Mitte ist ein Loch. Da scheint so ein ganz leicht diffuses Licht durch, aber eigentlich braucht man schon eine Lampe, um hier sich zurechtzufinden. Der Ausblick aus der Höhle ist absolut phänomenal. Man sieht halt sozusagen auf die Bucht runter. Der Wahnsinn. Ziemlich cool. Und jetzt gehen wir hoch zur Burg. Ja genau, jetzt gehen wir noch hoch zur Burg und schauen mal, was da so geboten ist.
drauf, Selina. Wie hat dir die Palaio Castro Burg gefallen und die Höhle davor? Die Höhle war mega cool, die war ziemlich riesig. Also mit Stirnlampe war das schon ganz cool, ansonsten hätte man da echt eigentlich fast nichts gesehen. Ja, war ziemlich nice und die Burgruine war auch mal wieder ziemlich cool. Es war sehr viel Gestrüpp, es waren schon zwar so kleine Wege zwischendurch. Aber, also gefallen hat es mir sehr gut, aber für meinen Geschmack war das echt schon wieder zu viel Gestrüpp und es war irgendwie die Spinnen-Höllen-Hochburg. Überall Spinnen und ich habe irgendwie so einen Ekel vor Spinnen, deswegen. War mega geil, Aufstieg bis zur Höhle ungefähr Viertelstunde und von der Höhle zur Burg auch nochmal eine Viertelstunde. Also festes Schuhwerk ist absolut zu empfehlen und Trittsicherheit, denn der Weg vom Strand hoch direkt zur Burg ist ganz schön krass. Wir sind den Weg auf der Südseite wieder runtergegangen, der ist deutlich entspannter. Also, für jeden machbar. Genau. Auf der anderen Seite muss man halt echt so ein bisschen klettern. Oben absoluter Wahnsinn, Natur, wieder legendär, mega Ausblick auf die Bucht, absolut sensationell, kann man echt empfehlen. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Van und dann suchen wir uns mal wieder einen Stellplatz. Oder wir gehen noch baden. Oder wir gehen noch baden, weil wir sind ganz schön durchgespitzt. Ja. Ach du Scheiße, ist die Nebensaison etwas schon vorbei? Ich glaube, es wird jetzt richtig nervig, einen Stellplatz zu finden. Ja, hier ist das erste Mal tatsächlich richtig viel los und ja, wie man sieht, ein Camper nach dem anderen. Schauen wir mal, ob wir hier nur Glück haben. Ja, nach der Wanderung gestern waren wir ganz schön erschöpft, sind dann nach Pylos gefahren und haben uns ein Essen gegönnt. Der Ort ist soweit ganz nett, was wir bisher gesehen haben. Ja, total. Genau, jetzt schauen wir hier noch mal ein bisschen genauer rum. Anscheinend gibt es hier auch eine Burg. Da gehen wir dann mal hin und gucken uns das an. Genau. So schaut's aus, aber ich brauche vorher noch einen Kaffee. Ja, wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Warum gehen wir jetzt nicht in die Burg rein? Weil es 6 Euro kostet. Ja, dafür kriege ich ja schon fast einen Gyros-Teller. Ja. Man muss schon Prioritäten setzen. Außerdem waren wir gestern schon bei der Burg. Ja, wir waren ja schon in 1000 Burgen. Das sind einmal cool, aber ja, 6 Euro ist halt irgendwie... Wir hatten jetzt in Pylos einen Stellplatz direkt am Hafen, also mal ganz was anderes wie sonst immer. War aber auch ziemlich cool und da standen einige andere Camper, war eigentlich total entspannt, also hat gute Nacht haben wir da gehabt. Genau, und jetzt sind wir hier in Methoni. Hier gibt es nämlich auch wieder eine Burg. Da wir in der anderen Burg in Pylos ja nicht waren wegen dem Eintritt, ja, haben wir uns gedacht, wir schauen uns jetzt diese an. Aber die hat blöderweise genau heute zu. Ja, ärgerlich. Ja. Aber jetzt gehen wir außen rum. Man kann anscheinend ein bisschen außen rumlaufen und sich das von außen anschauen. Ich glaube, das ist ganz nett.
So, wir sind jetzt in Koroni. Der Ort heißt wirklich so. Ja. Ausnahmsweise mal auf dem Campingplatz. Für eine Nacht. Für eine Nacht, genau. Weil ich brauche unbedingt eine richtig gute Dusche, weil ich will meine Haare waschen. Ja, ich hoffe, die haben einen guten Strahl. Und dann können wir uns da mal ordentlich reinigen. Wir haben ja kein warmes Wasser. Ja, wir haben aktuell kein warmes Wasser, aber also eigentlich passt es auch, aber zum Haarewaschen ist nicht so optimal. Ja, endlich mal wieder richtig. Aber vorher schauen wir uns hier nochmal den Ort an, der soll nämlich ganz nett sein. Als Belohnung gibt es dann eben eine richtig heiße Dusche. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. Schwertbekloppt, was gibt's hier mal wieder? Es gibt mal wieder eine Burg. Wie gefühlt in jedem Kaff hier in Griechenland. Überall, das ist echt richtig cool eigentlich. Und ja, ist ja wieder für die ganze Festung anscheinend. Und Schaut auf jeden Fall vielversprechend aus. schaut ziemlich cool aus und kostet keinen Eintritt. Deswegen schauen wir uns das mal an. It'll be alright. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. So, Matze, was sagen wir zu Koroni? Ja, war ein sehr schönes, pittoreskes Örtchen. Die Burg war mal eine ganz andere Burg. Das waren im Wesentlichen Burgmauern, eine riesige Anlage. Und innerhalb von den Burgmauern waren auch ganz viele Olivenhaine. Das haben wir jetzt so in der Form auch noch nie gesehen, mit Kirche, mit Friedhof und so direkt oben. Innerhalb von der Burganlage. Innerhalb von der Burganlage. Ja, war mir wieder echt sehenswert und richtig cool eigentlich, ja. Ja, ich habe erst gedacht, wieder mal eine Burg, aber war doch ein bisschen anders. Echt ganz cool. Der Ort auch echt schön. Ja, hat echt Charme. Ziemlich runtergekommen, aber das macht's ja gerade aus, weil nicht alles neu ist. Echt. Runtergekommen, aber eigentlich schaut alles total mega süß aus und am liebsten dann mal sie in jedes Restaurant sitzen. Wir haben uns das ein oder andere Gläschen natürlich jetzt gegönnt und jetzt haben wir uns redlichst eine sehr heiße Dusche verdient und danach machen wir uns was zu essen. Da gehen wir jetzt rein.
Und Selina, wie fandst du die Polylimnio-Wasserfälle? Ziemlich cool. Er war so ein richtiges Schwimmbecken wieder. Matze war natürlich wieder ganz tapfer im Wasser sogar. Natürlich. Ja, war echt cool. Das Gelände ist relativ unwegsam, man sollte da schon trittsicher sein. Wenn man runterkommt und nach rechts geht, dann kommen erstmal ein paar Wasserfälle, die sind wirklich schön anzuschauen. Und wenn man links runter geht, kommt man dann eben zu einem Becken, wo man auch wirklich baden kann. Das ist so tief, da kann man auch reinspringen, richtig cool. Ja. Und feste Schuhe, wie immer. Ganz interessant, habe ich im Augenwinkel was weghuschen sehen. Habe dann die Kamera versucht, da ein bisschen besser hinzuhalten. Ich habe es nicht so richtig drauf bekommen, aber anscheinend leben hier Krebse im Wald oberhalb vom Wasser. Also die leben nicht im Wasser, sondern die leben in Höhlen. Also Erdhöhlen und Genau. Wir haben am Anfang gedacht, das ist irgendwie so eine riesen fette Spinne. Ja. Und habe natürlich wieder schon die Panik. Ja, es war anscheinend ein Krebs. Genau, da Voll cool. einfach ein riesiger Krebs. Ja. Ja. Wir sind gerade in Kalamata, ein paar Erledigungen machen und ein bisschen was essen. Jetzt hat es gerade angefangen zu regnen und wir haben hier in diesem Park Züge entdeckt. Hier stehen einfach alte Züge, alte Lokomotiven rum und hier können wir uns jetzt super geil unterstellen. Tada! Einen wunderschönen guten Morgen oder was davon übrig ist. Was ist in Deutschland der natürliche Feind eines gesunden Schlafs? Das Laubgebläse des Nachbarn. Hier sind es Bagger. Das heißt, hier kann man jetzt nicht mehr richtig gemütlich frühstücken. Wir fahren jetzt weiter zum nächsten Strand. Frühstücken dann vor Ort. Da konnte man nicht campen oder da wollten wir nicht campen, weil es direkt an der Straße ist. Wir werden heute nochmal einen richtig faulen Strandtag machen, weil heute wird mega Wetter. An dem Strand gibt es auch eine kleine Höhle im Wasser anscheinend. Selina, bist du gespannt? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Sehr gut. Und mit diesem wunderschönen Ausblick verabschieden wir uns von euch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.